Hello, hello. Thank you. Thank you, Isa. Well, thank you all for coming. Also zuerst herzlichen Dank, dass ihr überhaupt gekommen seid. How many of you are familiar with the emotion code? Wer von euch ist bereits vertraut mit dem Emotionscode? How many of you are brand new to the emotion code? Für wen ist das komplett neu? Okay, awesome. This is really going to be fun. Das ist wirklich sehr erfreulich, das wird Spaß machen. Let's see. Let me ask this question. Raise your hand if you are in pain right now. Und bitte Hand hochhalten, wenn du gerade jetzt Schmerzen hast. Bitte, damit wir sehen, wer im Moment unter Schmerzen leidet. Okay. On a 0 to 10 scale, if you are above a 5, with 0 being no pain at all, keep your hand up. Und wenn man jetzt eine Skala macht von 0 bis 10, 0 würde bedeuten überhaupt keine Schmerzen und 10 wirklich ein Maximum. Wer hat Schmerzen, die er höher einstufen würde als 5? Bitte zeigen. Okay, hands up. 6, keep your hand up. Wer würde sich als eine 6 einstufen? 7. Eine 7? Okay, anybody 6? 6? Eine 6? Haben wir eine 6? Okay, we got. Let's have you come up first. Dann Ja. bitte Ja, nach you. vorn kommen. How many of you are from Switzerland? Wer von euch kommt aus der Schweiz? How many of you are from somewhere besides Switzerland? Wer kommt von irgendwo neben der Schweiz? So, Germany? Deutschland? Oh, a lot, okay. France? Frankreich? Okay. Italy? Italien? No one? Okay. Oh, you ready? Okay. And what's your name? Franzi. Franzi, okay. Say hello to Franzi, everybody. Begrüßen wir Franzi. Hallo Franzi. Okay. So, tell them and me also what's hurting right now. What hurts? Und kannst du sagen, wo du Schmerzen hast? Gerade jetzt ins Mikrofon hinein. Kopfschmerzen. My Head. head. Your head? Headache, Okay. ja. And it's a 6? Und das Okay. ist eine 6, dieser Kopfschmerz. All right. Okay, let me show you really quickly how powerful the emotion code can be. Und so möchte ich euch aufzeigen, wie kraftvoll der Emotionscode sein kann. 90% of our physical pain is caused by our emotional baggage. Denn 90% der Schmerzen werden verursacht von emotionalen Altlasten. And I'm going to explain all of this later, but right now I'm just going to show you how this works. Und später werde ich euch das Ganze noch erklären, aber ich möchte euch zuallererst zeigen, wie es funktioniert. Okay, first of all, the human body is a computer and it cannot tell a lie. Und zuerst gehen wir davon aus, dass der menschliche Körper wie ein Computer ist, ein Computer, Can we der test this nicht arm? lügen kann. Okay, here you hold that. Okay, go ahead and say my name is my name. Und sag jetzt Franz. Franzi, Wo ist er? sag mein Name ist Franzi, Franzi. Franz? Yeah. Yeah, say my name is Franzi. sag mein Name ist Franzi. Okay, she says her name is Franzi. Also sie sagt jetzt, mein Name ist Franzi I'm going to press down on her arm, und jetzt drücke ich ihren Arm runter and she's strong, und sie ist stark. because that's a true statement. Und das ist so, weil das eine wahre Aussage ist. And her body's a computer and it can't lie. Und ihr Körper ist eben wie ein Computer und kann nicht lügen. Now let's have her tell a lie. Say, my name is Bob. Und jetzt wollen wir sie dazu bringen zu lügen und du sagst jetzt, mein Name ist Bob. My name is Bob. Okay, you ready? I press down on her arm, Und jetzt drücke ich ihren Arm and she's runter weak. und sie ist schwach. It's the computer within. Und das ist dieser innere Computer. And I'd like you all to turn to your neighbor and do that test with them now. Und jetzt bitte wende dich deinem Nachbarn zu und mach mit deinem Nachbarn genau denselben Test. Have them say their name is their name. Also, dass die Person zuerst sagt den richtigen Namen und dann Bob oder was auch immer. And then their name is someone else. All right, cool. Where are you from? Yeah? From Basel? Nice. Yeah, it's beautiful. I've been to Switzerland before, but just to pass through, you know. But yeah, I'm excited. I came to
I came to an event that Cy Basel put on. Cy Basel, you know, this event, the promoters. Yes. I did an event for them in, I think it was in November in Yes. Stuttgart. So then they invited me to come back. So this is really fun. Oh yes, good. Here's the book. So let's see. The chart is, Oh, the chart. Okay, good. We'll just keep that right there. yeah. And I've got this little chart. All right. So are you brand new to this? Yeah. Oh, good. I saw I'm the excited. movie. Oh, you did? Yes, I have, Oh. I have the DVD at home. Okay, awesome. Oh, okay, great. Okay. Coffee break's over. Die Kaffeepause ist vorbei. All right. Okay, raise your hand if that seemed to work for some strange reason. Und zeigt mit der Hand auf, wenn das aus irgendeinem seltsamen Grund wirklich funktioniert hat bei euch. Yeah, right? It works. Okay. Funktioniert. Now, the beauty of this is that we can tap in to the subconscious mind. Und das Schöne ist, dass wir das Unterbewusstsein anzapfen können. And the subconscious mind is the most powerful computer in the universe. Und das Unterbewusstsein, das ist quasi der kraftvollste Computer des Universums. Her subconscious mind knows exactly why she has a headache. Denn ihr Unterbewusstsein weiß ganz genau, warum sie jetzt Kopfschmerzen hat. And we can ask her subconscious mind, and it will tell us. Und wir können ihr Unterbewusstsein fragen und es wird uns etwas antworten. So, raise your hand if you think if you're ready for me to ask a question. Und zeigt mit der Hand auf, wenn ihr bereit seid, dass ich jetzt eine Frage stelle. Ready? Seid ihr bereit? Okay, here we go. All right. So, let's ask this question. Do you have a trapped emotion we can release that's contributing to your headache? Und so stellen wir die Frage, hast du eine eingeschlossene Emotion, die wir freisetzen können, damit diese Kopfschmerzen verschwinden? And let's see what her body says. You Und ready? jetzt wollen wir resist, sehen, yeah? was der Körper darauf antwortet. And the answer is what? Was ist die Antwort? Yes. Ja. Yeah. Ready? Okay. So, now we have a chart of emotions. Okay? Und jetzt haben wir eine solche Emotionskarte. It's in the book. Und man findet die eben auch im Buch innen. And it consists of 60 emotions Und die besteht aus 60 Emotionen divided into 2 columns und ist unterteilt in 2 Spalten and 6 rows. und besteht aus 6 Reihen. Now, I have no idea what this emotion is. Ich selbst habe überhaupt keine Ahnung, um welche Emotion es sich handelt. And consciously, she doesn't know what it is either. Und Franzi weiß bewusst auch nicht, was es ist. But her subconscious mind knows exactly what it is. Aber ihr Unterbewusstsein weiß ganz genau, worum es sich handelt. I think I'll stick this one in here so I can read it. Ooh. Here we go. Okay. So, is this trapped emotion in column A? Also die Frage, ist diese eingeschlossene Emotion in der Spalte A? What's the answer? Was ist die Antwort? The answer is yeah. That means it's not in column B. So we've just eliminated 30 emotions. Also das bedeutet, sie ist wirklich in der Spalte A und damit haben wir die ganze Spalte B, können wir weglassen. Das sind bereits 30 Emotionen, die wir da weglassen können. We could ask her, is this trapped emotion in column B? Wir könnten jetzt natürlich noch fragen, ist diese eingeschlossene Emotion in der Spalte B? And let's see what her body Wollen wir says. sehen, was der Körper darauf antwortet? Is this trapped emotion in column B? Ist diese eingeschlossene Emotion in der Spalte B? What's the answer? Was war jetzt die No, Antwort? it's in column A. Nein, es ist in der Spalte A. Is it in one of the odd rows in column A? Und die Frage ist es in eine ungerade Reihe, in einer der ungeraden Reihen? In row 1 or 3 or 5? Also das heißt 1, 3 oder 5. Ready? Just resist. Also Widerstand. What's the answer? Was ist die Antwort? Yes, it's yes.
So it's not in 2 or 4 or 6. Das bedeutet, es ist weder in 2, 4 noch in 6. So is it in column A, row 1? Also ist es Spalte A 1 And it's a yes. und da kam die Antwort ja. So now we have 5 emotions left out of 60. Und jetzt haben wir bereits nur noch 5 Emotionen, die von diesen 60 übrig geblieben sind. So it's these. You could just read those if Ja. you want. Und zwar ist das Verlassenheit, Verratensein, Aussichtslosigkeit, Verlorensein, nicht erwiderte Liebe, nicht geliebt werden. That's correct. Okay, you ready? So, let's ask what emotion it is. Also jetzt fragen wir nach, welche Emotion ist es? I have no idea what it is. Ich selbst habe keine Ahnung, welche es ist. She has no idea what it is. Aber auch Franzi hat keine But Ahnung. her subconscious mind knows what it is. Aber eben ihr Unterbewusstsein weiß es. So is the emotion abandonment? Also ist die Emotion Verlassenheit? No. Is it betrayal? Ist es Verratensein? Ah, what's the answer there? Was ist da die Antwort? Strong, resist, try that again. Is it betrayal? Ist es Verratensein? Betrayal. Okay. Now, does that ring, does anything come to mind? Kommt dir about dazu that? gleich was Okay. in den Sinn? Nothing comes to mind. So let's ask if we need to know more about this. Also ihr kommt nichts in den Sinn. Okay. Jetzt fragen wir nach, ist es wichtig, dass wir mehr darüber wissen? Resist? Okay. And the answer is yes. Und die Antwort darauf ist ja. So how old are you right now? Can Wie we alt ask that? bist du jetzt? 37. Wie viel? 37, 37. 37. So we'll divide her life in half, Und jetzt wollen wir ihr Leben wie aufteilen in 2 Hälften. and we'll ask if this occurred earlier than age 20. Und so fragen wir jetzt, ist es, bevor sie 20 gewesen ist, geschehen? And the answer is what? Was ist die Antwort? Yeah. Okay. So did this occur earlier than age 10? Ist es geschehen, bevor du 10 Jahre alt warst? And that's also strong. Und das ist auch wieder stark. So did this occur earlier than age 5? Ist es geschehen, bevor du 5 warst? That's also strong. Auch noch stark. Huh. Did this occur before you were born? Aber ist es geschehen bereits bevor du geboren worden bist? Yes. Ja. Was she alive before she was born? War sie bereits am Leben, bevor sie geboren wurde? She was, right? Ja. This might have happened when she was in the womb. Das könnte zum Beispiel geschehen sein, als sie noch in der Gebärmutter war. Let's find out. Und das wollen wir herausfinden. Did this occur when you were in the womb? Ist das geschehen, als du in der Gebärmutter warst? No. We get a no on that. Da haben wir eine Nein erhalten. But it occurred before she was born. Aber es geschah trotzdem, bevor sie geboren wurde. Was she alive before she was conceived? War sie bereits am Leben, bevor sie empfangen wurde? Yeah? Oh no. Ja oder nein? Yeah, yeah. Okay. So, we call this a preconception emotion. Also wir nennen das eine Vorempfängnis-Emotion. Is that what this is? Ist es das, worum es sich handelt? Yeah. Do we need to know more about this? Müssen wir darüber noch mehr wissen? And her body says no. Der Körper sagt nein. Okay. So we can release this now. Und so können wir das jetzt loslassen. Face this way. Now, to release an emotion, you can use a magnet, Und um eine Emotion loszulösen, kann man ein Magnet einsetzen. a Hello Kitty magnet works fine, Also auch Hello Kitty Magneten funktionieren bestens. or the magnet from your plumber. Oder das Magnet von deinem Klempner. But you can also use your fingertips Aber man kann auch die Fingerspitzen benutzen, because they're also magnetic. weil die sind auch magnetisch. So here we go. Und jetzt legen wir los. Now that we are ready to release this emotion, I'm going to just go down her back a few times. Und jetzt, wo sie bereit ist, diese Emotion loszulassen, fährt er mit der Hand ein paar Mal den Rücken runter. Down the governing meridian. Und zwar entlang dem Lenkergefäß. Okay, now let's ask, we can use this arm if you want. Want to switch arms? Okay. Did we release that trapped emotion? Haben wir diese eingeschlossene Emotion jetzt befreit? Yeah. Okay. Now I want you to take a walk. Just walk over to the curtain back there and then come Dann back. kannst du jetzt dann nach hinten spazieren zum Vorhang. Okay, good.
Now, what I'd like you to do is just tune into your head and let's see how it's feeling now compared to how it was feeling before. Und jetzt stimme dich da ein wenig auf deinen Kopf ein. Achte darauf, wie fühlt sich dein Kopf an im Vergleich zu vorhin. The same. It's the same? Es ist Okay. dasselbe. Okay, no problem. So, what I'm going to do is I'm going to show you how you can actually test on yourself as well. Und was ich jetzt machen werde, ist etwas, was man auch sich selbst testen kann damit. And so, let's see if she has something else going on. Okay? Und so wollen wir Let's jetzt ask. überprüfen, ob es da noch irgendetwas weiteres gibt, was da gerade los ist. So, when I ask questions, my muscles will either be strong or weak. Und wenn ich die Fragen stelle, dann werden meine Muskeln entweder stark oder schwach sein. If the answers coming out of her body are either yes or no. Und wenn die Antworten von ihrem Körper kommen, ist das dann jeweils ein Ja oder Nein. Okay. So let's ask, do you have another trapped emotion we can release that's contributing to your headache? Und so fragen wir, gibt es noch eine weitere eingeschlossene Emotion, die wir befreien können, damit dein Kopfschmerz verschwindet? And that's strong on my body, that's a yes. Und bei meinem Körper ist das jetzt stark und das sagt mir Ja. Just one more time. And we'll test her, and she's also strong. Und ich teste sie jetzt und sie ist eben auch stark. So, do you want to hold this for 1 second? Thanks. Okay. So is this emotion listed in our chart in column A? Also ist diese Emotion jetzt in der Spalte A? Er bekommt die Antwort Nein. It's in column B. Is it in one of the odd rows? Und es ist also in der Spalte B. Ist es in einer ungeraden Zahl? Is it in row 2? Also nein, geraden Zahl. Row 4? Fragst jetzt 2 oder 4? Row 6? 6? Row 6, column B. Also 6 Spalte B. So it's Stolz or Scham, Schock or, never mind. Pride, shame, shock, unworthy or worthless. Also und Wertlosigkeit. All right. So is the emotion pride? No. Is it shame? No. Ist die Emotion Stolz? Ist sie Scham? Nein. Is it shock? Ist es ein Schock? Is it unworthy? Oder ist es kein Selbstwertgefühl? Is it worthless? Wertlosigkeit? No, it's not any of those. Nein, es ist keines davon. Now, let me explain. Normally, we don't get into this, until later. But Also eigentlich sollte dieses Thema eigentlich erst später, wenn ihr mehr wisst, angesprochen werden, aber jetzt ist es halt so. sometimes, at the moment of conception, we inherit emotional energy from mom or dad. Denn manchmal zum Zeitpunkt der Empfängnis erben wir emotionale Energie von Vater oder Mutter. And that's what's going on here. Und das ist genau das, was jetzt im Moment da vor sich geht. When we're taken to a column and a row and the answers are all negative, it means it's inherited. Also wenn wir eigentlich die Spalte haben und die Reihe haben und trotzdem ist die Antwort überall Nein, dann haben wir etwas Geerbtes. So let's take a look. Und so wollen wir da wieder schauen. Okay, so let's see here. So is this inherited emotion of pride? Ist das eine geerbte Emotion von Stolz? Nein. Is it inherited shame? Oder von Scham oder Schande? Is it inherited shock? Oder ein Schock? No. Is it inherited unworthy? Yes. Oder nicht wert sein, Wertlosigkeit? So inherited unworthy. Is that the emotion? Ist Yes. das jetzt die Emotion? Now, she got this from her mother or her father. Und dieses Gefühl des mangelnden Selbstwertes kommt von Vater oder Mutter. So let's ask who. Und jetzt fragen wir zuerst, von wem? Did you get this from your mother? Hast du das von deiner Mutter? No. So it came from your father? Dann kam es vom Yeah. Vater? It came from her father. Did your father get this from anyone else? From Hat der someone Vater earlier? das von jemand anderem bereits geerbt? Yes. Ja. From his father? Hat er es von seinem eigenen Yes. Vater? Okay. And so did he get it from anyone earlier? No. Und hat So er it es came from your wiederum von grandfather, jemandem father's father. vorher bekommen? Aber da ist die Antwort nein. Okay. Now, do we need to know any more about this emotion? Müssen wir über diese Emotion noch mehr wissen? No.
Nein. So let's go ahead and release this. Ready? Face that way. Und so wollen wir jetzt diese Emotion wie befreien. Now, when it's inherited, you have to work really, really hard Und wenn es Okay. sich um so eine geerbte Emotion handelt, da muss man dann wirklich schwer because it arbeiten. takes 10 swipes like this. Weil man muss dann 10-mal wie so darüber wischen. Because we're releasing it not only from her, but in this case also her father and his father. Weil damit wird es wie freigesetzt, nicht nur aus ihr heraus, sondern noch aus ihrem Vater und dem Vater des Vaters. Okay. Now, how does it feel now? Und wie fühlt es sich jetzt an? I don't know. Same. Oh, same Also, still? Fühlt Oh, sich okay. eigentlich Well, we gleich might have you an. come back up in a few minutes then. Okay. Dann We'll have you come back up. werden wir dich vielleicht etwas später nochmals nach vorne bitten. We'll check in with you in about 20 minutes and see how it's doing. Also das Thank geben you. wir Alright, dir thank you. vielleicht so 20 Minuten Zeit, dann sehen wir, wie es dir bis dann geht. Okay, thanks. I think her headache will be gone soon. Also ich denke, diese Kopfschmerzen werden bald verschwunden sein. Oftentimes, pain is gone immediately, Oft verschwinden die Schmerzen augenblicklich, but the emotion code isn't just for pain. aber der Emotionscode, der ist nicht nur da für die um die Schmerzen zu lösen. I'd like you to think back on a time in your life when you were really in emotional pain. Und so bitte ich dich jetzt an eine Zeit in deinem Leben zurückzudenken, in einer Zeit, in der du wirklich emotionale Schmerzen hattest. Can you think of a time in your life where you cried yourself to sleep? Eine Zeit, kannst du dich an eine Zeit erinnern, als du dich selbst in den Schlaf geweint hast. Can you think of a time in your life when you thought your heart was going to break? Erinnere dich an eine Zeit, kannst du dich an eine Zeit erinnern, als du den Eindruck hattest, mein Herz zerbricht gleich. Can you think of a time in your life when you experienced an intense emotion of grief? Oder erinnerst du dich an eine Zeit, in der du wirklich extreme Trauer empfunden hast? Or depression? Oder eine Zeit, in der du sehr, sehr deprimiert warst? Or a time when you felt lost in your life? Oder eine Zeit in deinem Leben, in der du dich verloren gefühlt hast? Raise your hand if you were ever bullied by anyone. Oder zeige mit der Hand auf, wenn As du a child, geplagt maybe. worden bist als Kind von einem anderen Kind, wenn du diese Erfahrung als Kind gemacht hast. Okay. We like to think that we have moved on and left all of that emotional baggage behind us. Und wir stellen uns ja gerne vor, dass wir uns, seit so etwas geschehen ist, weiter bewegt haben, vorwärts gemacht haben und das alles zurückgelassen haben. But the reality of it is we take that baggage with us. Aber die Realität ist, dass wir solche Lasten oft einfach mit uns mittragen. And the emotion code is simply a way to get rid of that emotional baggage. Und der Emotionscode ist eine ganz einfache Möglichkeit, solche Lasten loszuwerden. One of the first cases that I saw Einer der ersten Fälle, die mir begegnet sind, was a woman who came to me who thought she was having a heart attack. das war eine Frau, die kam zu mir und sie dachte, sie hat jetzt gleich einen Herzanfall. She had crushing chest pain. Und sie hatte wirklich, wirklich schreckliche Brustschmerzen, Difficulty breathing. konnte kaum atmen Her left arm was completely numb. und der linke Arm war ganz taub. The left side of her face was totally numb. Und auch die linke Gesichtshälfte war ganz And taub. I told my staff we might need an ambulance. Excuse me? Oh, I told my staff that we might need an ambulance. Und ich habe dann dem Personal gesagt, vielleicht müssen wir einen Krankenwagen kommen lassen. Okay. But I started doing some testing on her. Aber ich habe begonnen, einige Tests an ihr zu machen. Using the emotion code, Und zwar habe ich dabei den Emotionscode angewendet I found she had a trapped emotion of grief. und habe dabei festgestellt, dass sie eine eingeschlossene Emotion von Trauer hatte. This had become trapped in her body 3 years before.
Und zwar hatte sie diese Emotion wie in ihrem Körper 3 Jahre zuvor eingeschlossen. And when I arrived at that, she burst into tears. Und als ich dann das angesprochen habe, ist sie in Tränen ausgebrochen. And she said, I can't believe that's affecting me. I thought I dealt with all that. Und sie hat gesagt, das kann ich ja kaum erfassen. Ich habe wirklich gedacht, ich hätte das verarbeitet. And I said, well, what happened? Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn geschehen? And she said that 3 years before, her husband had an affair. Und sie hat dann geantwortet, 3 Jahre zuvor hatte ihr Ehemann eine Affäre. And it destroyed her marriage. Und das hat diese Ehe zerstört. And it destroyed her life for a while. Und das hat auch ihr Leben für eine Zeit lang She wirklich cri- zerstört. She cried a lot of tears Sie hat sehr viel geweint in dieser Zeit and got a divorce from him und hat sich dann von ihm scheiden lassen and spent a year in therapy dealing with it mentally. und hat dann 1 Jahr in Therapie verbracht und sich mental damit auseinandergesetzt. And had recently gotten remarried. Und erst kürzlich hatte sie neu wieder geheiratet. So she thought that that guy was ancient history. Und so hatte sie wirklich die Vorstellung, dass dieser Mann jetzt bereits Geschichte ist. She had a trapped emotion of grief. Aber sie hatte eine eingeschlossene Emotion von Trauer. And a trapped emotion is literally a ball of invisible emotional energy. Und eine eingeschlossene Emotion, das ist wirklich wie eine unsichtbare Energiekugel oder ein Energieball. So I released that trapped emotion, Und so habe ich diese eingeschlossene Emotion befreit. and immediately the chest pain was gone. Und augenblicklich war dann dieser Schmerz im Brustkorb weg. The difficulty breathing was gone. Und die Schwierigkeiten beim Atmen waren weg. The feeling came back into her arm, whoosh, that fast. Und sie hatte wieder ein Gefühl, kam ganz schnell zurück, das Gefühl im Arm. And she left the office 10 minutes later feeling completely fine. Und 10 Minuten hat sie dann die Praxis verlassen und fühlte sich wieder komplett in Ordnung. And after she left, I sat down in my office and I was kind of astounded. Und als sie da gegangen war, saß ich da noch in meinem Zimmer und war wirklich ziemlich verblüfft. Yeah, verbluest. I was totally verbluest. And I thought, how is it possible that emotional baggage could do that to somebody? Und ich habe mich dann schon gefragt, wie ist es möglich, dass solche emotionale Altlasten so etwas dem Körper antun können? But what we have seen is that 90% of the pain that people have is actually due to their emotional baggage. Aber was wir erkannt haben, dass wirklich 90% der Schmerzen, die die Menschen haben, im Zusammenhang stehen mit solchen emotionalen Lasten. I'd like you to look at your hand for a moment, okay? Ich bitte dich mal einen Moment deine Hand anzuschauen. Now you've seen that hand before, Du hast diese Hand wohl auch schon gesehen. but if you used a microscope and you zoomed in and you looked at your hand, a 1,000 power magnification, Aber jetzt stell dir vor, du schaust diese selbe Hand an, aber unter einem Mikroskop, das, sagen wir mal, 1000-fach alles vergrößert. on one tiny area, Und du hast da dann ja nur einen ganz kleinen Ausschnitt. would it look like your hand anymore? Würdest du das dann als deine Hand erkennen können? Not really. Nein, wohl kaum. If you magnified your hand about 850,000 times, Und wenn du das aber 850.000 Mal vergrößerst, you might be looking face to face with a molecule like DNA. dann ist es möglich, dass du dann ein Molekül oder eine DNS siehst. And if you were to magnify that molecule and look in at about 1,000,000 times magnification, Und wenn du dann dieses Molekül anschaust und auch das wiederum sehr stark weiter vergrößerst, you'd be looking face to face with a single individual atom. dann würdest du da einem einzelnen Atom begegnen. And if you could look inside that atom, you'd see there's really nothing in there but empty space and energies. Und wenn du dann da wieder reinblicken könntest, dann würdest du eigentlich sehen, dass da eigentlich nichts anderes ist als Leere oder Energie. And that's really what you are. Und, That's what we are. und genau daraus bestehst du. Das ist das, was du wirklich bist. We're beings of pure energy. Wir sind reine Wesen von Energie. Your body might seem solid, but it's really a force field.
Der Körper mag schon solid und fest aussehen, aber tatsächlich ist es einfach ein Kraftfeld. So when you're feeling an intense emotion, Und wenn du eine intensive Emotion fühlst, on a quantum level, what's happening is you are feeling a specific vibration. dann würde das auf einer Quantenebene bedeuten, dass du eine bestimmte Schwingung fühlst. Anger is a different vibration Und Wut ist eine bestimmte than Schwingung, sadness, Trauer ist eine and that's andere different from shame. und das ist wiederum anders als ein Gefühl von Scham. And when that emotion is powerful enough, it can get stuck in your body. Und wenn eine solche Emotion dann stark genug ist, dann kann sie wie im Körper stecken bleiben. And a trapped emotion is literally a ball of emotional energy. Und eine eingeschlossene Emotion, das ist tatsächlich wie eine Energiekugel. From about the size of a baseball to about the size of a melon. Das kann so verschiedene Größen haben, also ein Baseball oder eine Melone. And these can lodge anywhere in the body, Und die können sich irgendwo im Körper befinden. and they can cause symptoms right away, Und die können gleich von Beginn an Symptome verursachen. or they may not cause symptoms for many years. Aber es ist auch möglich, dass einige Jahre lang keine Symptome bemerkbar sind. I had a patient that came to me once who was 72 years old. Ich hatte einen Patienten, der war 72 Jahre alt. And as I was starting to work with her, the very first thing that came up was that she had a trapped emotion. Und als ich mit ihr zu arbeiten begann, war das Erste, was ich wahrnahm, dass sie eine eingeschlossene Emotion hat. I went through the chart Und so habe ich dann mit dieser Karte gearbeitet and found the emotion was grief. und habe herausgefunden, dass die Emotion Trauer ist. And it had occurred in 1963. Und das Ereignis war 1963 gewesen. Now, in the United States in 1963, President John F. Kennedy was assassinated. Und 1963, wenn man in den Vereinigten Staaten lebt, dann ist das Jahr, als der Präsident Kennedy ermordet worden ist. And that's what created this trapped emotion. Und das ist das, was diese eingeschlossene Emotion verursacht hatte. Now, a trapped emotion like this will always land somewhere in the body. Und eine solche eingeschlossene Emotion, die bleibt dann immer irgendwo im Körper gefangen. And what they do is they distort the normal energy field of the body. Und was dann geschieht, ist, dass dadurch das normale Energiefeld des Körpers dadurch wie verzerrt wird. And when you distort the normal energy field of the body long enough, you start to have problems. Und wenn du das normale Energiefeld des Körpers lange genug verzerrst an einem bestimmten Ort, dann tauchen mit der Zeit Probleme auf. Francia, where are you? Franzi, wo bist How's your du? head so far? Wie Feeling better? geht's dem Kopf? Geht's besser? On a number, how do you number it now? Und welche Zahl würdest du das? Three Zwei. now? Du Three. würdest So it's zwei halfway oder drei better. hast du? Zwei, two. Oh, it's Zwei, two. Zwei. Good. Okay. So we'll check back and it'll be a eins later and then. Und dann wollen wir doch Zero. später nochmals nachfragen und dann ist es vielleicht eine 1 oder eine Thank you. 0. So, what was I talking about? The trapped in the body, in the energy Oh, Kennedy. field. Yeah, Kennedy. Energy field. So, yes. So, this woman had this trapped emotion Und diese Frau hatte eben diese eingeschlossene Emotion since 1963. seit 1963. And I wanted to know, where has this thing been in her body all these years? Und dann wollte ich schon wissen, wo war dieses Ding während all dieser Jahre in ihrem Körper? And what has this done to her? Und was hat es ihr angetan? So, I started asking her body some questions, Und so begann ich ihrem Körper einige Fragen zu stellen. and I found that it was in the area of her left chest area. Und ich habe dann herausgefunden, dass sich das wie in der linken Brustkorbhälfte befand. And it was in the area of the left pectoralis muscle of the breast. Und das war da bei diesem Brustmuskel links. And when I found that, she
looked at me and I looked at her, Und als ich das herausgefunden hatte, hat sie mich angeschaut, ich habe sie angeschaut, because she'd had that breast removed 4 years before because of cancer. weil sie hatte die linke Brust, hatte sie entfernen lassen müssen wegen Brustkrebs 4 Jahre zuvor. Now, I can pretty much guarantee you, if you have cancer, there are emotional reasons. Und er würde jetzt garantieren, dass wenn jemand Krebs hat, dass ursächlich emotionale Probleme da Mitverursacher sind. Every case of cancer we've seen in 28 years Also all diese Krebsfälle, die Sie da in 28 Jahren gesehen haben, has had trapped emotions as an underlying cause. da hat er immer eingeschlossene Emotionen als darunterliegende Ursache erkannt. Physical pain, Physischer Schmerz, Schmerz. I'm trying to help you. No. er versucht mir zu helfen. You're doing a great job. Give her a big hand. She's doing really great. Danke. I'd love to speak German, but I don't. This lifetime, probably not. Ich würde ja so gern Deutsch mit euch sprechen, aber wohl in diesem Leben nicht mehr. But anxiety, Ängste, phobias, Phobien, panic attacks, Panikattacken, eating disorders, Essstörungen, PTSD, posttraumatische Störungen. all are caused by emotional baggage. Und das alles wird verursacht von emotionalen Altlasten. In fact, in almost 30 years now, every disease process that we have looked at has had emotional baggage as an underlying cause. Und so war es eigentlich in diesen 30 Jahren immer so, dass die Ursache von Problemen letztendlich eingeschlossene Emotionen waren. So let me explain how this works. Und so möchte ich euch erklären, wie das funktioniert. I'll give you an example. Und dazu gebe ich euch ein Beispiel. There was a man who came to me many years ago. Da kam ein Mann zu mir vor vielen Jahren, He had severe low back pain. der hatte wirklich sehr schwerwiegende untere Rückenschmerzen. 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 Awesome, thank you. It was a 9 on a 0 to 10 scale. Und diese Schmerzen waren eine 9. And I found a trapped emotion of anger Und ich fand die eingeschlossene Emotion von Wut and released it. und habe diese gelöst. And the pain went to 0, Und just der like that. Schmerz ist augenblicklich auf 0 runter. He couldn't believe it. Er konnte es kaum glauben. It was like a miracle. Es war wie ein Wunder. But a couple of days later, he came back to my office. Aber einige Tage später kam er wieder zu mir zurück. And he said, I've had another problem I did not tell you about. Und hat gesagt, ich habe da noch ein weiteres Problem, von dem ich dir nicht erzählt habe. He said, for as long as I can remember, I have had this anger problem. Hat gesagt, seit so lange wie ich mich überhaupt erinnern kann, hatte ich dieses Problem mit der Wut. He said, I'm always yelling at my wife and kids. Ich habe immer meine Frau und meine Kinder angeschrien I have to be careful about road rage. und ich muss immer beim Autofahren sehr aufpassen, dass die Wut mich da nicht überkommt. Do they have that here, road rage? I don't know this word exactly now, but we It's an understand what you American mean. thing. Das ist vielleicht ein You amerikanisches get angry at Problem, other drivers. dass man beim Autofahren wirklich wütend wird auf die anderen, die auch im Auto unterwegs sind. He said he'd been to anger management classes several times. Er hat dann erzählt, dass er sogar auch mehrere Mal Kurse besucht hat, um zu lernen, mit dieser Wut umzugehen. But it didn't help. Aber es hat alles nichts gebracht. And he thought that's just the way he was. Und er dachte dann, ja, das ist halt einfach so, wie ich bin. He was just an angry person. Das ist halt einfach so, ich bin eine wütende Person. But he said, since you released that trapped emotion of anger from me, Aber dann hat er noch gesagt, aber seit du diese eingeschlossene Emotion von Wut aus mir gelöst hast, I don't feel angry anymore. fühle ich mich nicht mehr wütend. I just feel kind of relaxed. Ich fühle mich einfach irgendwie entspannt. And he said, how did that work?
und hat dann gefragt, wie ist das möglich? And I said, I have no idea. Habe dann geantwortet, keine Ahnung. I had no idea. Ich hatte wirklich keine Ahnung. But here is what we believe. Aber das glauben wir eigentlich. When you have a trapped emotion, Wenn du eine eingeschlossene Emotion hast, you literally have a ball of emotion, dann ist das wirklich wörtlich gesehen wie eine Kugel von Emotion. yeah, Kugel, of emotional energy. Also eine emotionale Energie. Does that mean ball, Kugel? Kugel, yeah. Yeah, good, thanks. You So- could also say ball. Yeah, okay. So, a ball of pure anger is what he had. Also er hatte wirklich eine Kugel aus reiner Wut. And it was causing pain Und in his body. die hat Schmerzen im Körper verursacht. But when a situation would come along in his life where he might tend to feel angry, he would slide right into that emotion. He would feel that emotion because part of his body was already feeling that emotion. Und wenn dann jeweils Situationen in seinem Leben auftauchten, die potenziell wütend machen konnten, dann war diese Emotion immer sofort vorhanden, weil sie war ja eigentlich immer in seinem Energiefeld drin. So when that emotion was released, Aber als dann diese Energiekugel dann freigesetzt war, diese Emotion, he felt better. fühlte er sich besser. Now, let's read some of these emotions. Und jetzt wollen wir da noch etwas lesen von diesen Emotionen. Ever felt abandoned? Hast du dich je verlassen gefühlt? Ever felt rejected? Hast du dich je abgelehnt gefühlt? Have you ever felt guilt? Hast du je Schuldgefühle gehabt? How about hatred? Und hast du gehasst? Have you ever felt humiliated? Und hast du dich je gedemütigt gefühlt? Ever felt hopeless? Hast du dich je hoffnungslos gefühlt? Have you ever felt heartache? Hattest du je Schmerzen im Herz? There's a whole list of these emotions. Da gibt es eine ganze Liste solcher Emotionen. And we all have emotional baggage. Und wir alle haben solche emotionalen Altlasten. So let's do another example. Und so wollen wir ein weiteres Beispiel anschauen. So let's see. Somebody else over here was in pain, right? Gell, Mira, du hast Schmerzen Is that gehabt? you? You want to come up? Come on up. Möchtest du kommen? Yes, give her a big hand. And what's your name? Mira. Mira. Say hello to Mira, everybody. Begrüßen wir Mira. All right, Mira. Are you from here? Bist du von hier? Ja, Okay, good. Yeah. What's hurting? Rückenweh. Back pain. Back pain. Low back? Unterrückenbereich. Also oben und zieht der rechte Fuß durch. It's coming from more above, but it's going down the right leg. Okay. On a 0 to 10 scale, how would you rate it? Und auf dieser Skala von 0 bis 10, also 0 wäre nichts, wie würdest du diesen Schmerz einordnen? 8. 8. Oh, good. Okay, this is good, right? 8. Oh, Great. yeah. Yeah, good, good. Okay. Okay, so let's muscle test you for a minute. Und so möchte ich einen Muskeltest mit dir machen. Say, my name is Mira. Sag, mein Name ist Mira. Mein Name ist Mira. Okay, ready? Resist now, hold it. She's strong. Sie ist stark, sie gibt Widerstand. Say, my name is Hans. Sag, mein Name ist Hans. Mein Name ist Hans. Okay, she says her name is Hans, but her body says 9. Sie sagt schon, Sie. ihr Name ist Hans, aber der Körper sagt nein. Okay, we just do that to see if she is testable. Aber das machen wir immer zuerst, um zu überprüfen, ob diese Person auch wirklich getestet werden kann. Okay. So let's ask this question. Do you have a trapped emotion we can release now that is contributing to your pain? Hast du eine eingeschlossene Emotion, die wir jetzt befreien können And her body says, und die zum Schmerz beiträgt? just resist. Ready? Hold it. Okay. Try that again. Ready? Just resist. Versuch's nochmal.
Can we ask that again? Do you have a trapped Also, emotion we hast can du release? eine eingeschlossene Emotion, die wir jetzt befreien können, die zum Schmerz beiträgt? Okay, ready? Just resist, hold it. Okay, yeah. There is one. So is it in column A? Also, ist es in der Spalte A? No? So that means it's in column B. Dann heißt es, es ist in der Spalte Just B. resist, ready? Hold it. Is that Ist true? das Spalte Column B? B. Okay, Spalte B. So is it in one of the odd rows? Ist es in einer ungeraden Reihe? Yes. Is it in row 1? Ist es in Reihe 1? No. So is it in row 3? Reihe 3? Just resist. Da immer Widerstand geben, ja? Yeah. Okay, row 3. So it's in row 5 in Is column B. Ist Okay. es Reihe that true? 5, Spalte B? Yeah, just resist. Ready? Okay, good. So let's see. All right, so here we go. You know, I'll give this one to you, and then I'll just use this little one here. So, is the emotion conflict? Ist die Emotion innerer Konflikt? No. Is it creative insecurity? Ist es Unsicherheit im Kreativen? Oh. Resist, ready? Yeah, creative insecurity. So, creative insecurity is this emotion of feeling insecure about creating things. Also diese Unsicherheit im Kreativen ist eine gewisse Unsicherheit, wenn es darum geht, etwas zu kreieren. It could be about relationships Da kann es sich zum Beispiel um Emotionen, um Beziehungen handeln or soufflés oder um ein Soufflé or breakfast oder um das Frühstück or a business oder ein Geschäft or your children, oder deine Kinder, anything. irgendetwas. Okay. Does that ring a bell at all? Klingt das für dich? Ja, ja, es ist schon Ah, verständlich. Ja. aha, she Okay. understands. Yes. Okay, so let's ask, do we need to know more about this emotion? Jetzt fragen wir, müssen wir noch mehr über diese Emotion wissen? Okay, ready? Just resist now. Widerstand geben? No, we don't. Okay. Nein, brauchen wir nicht mehr zu wissen. Okay, ready? Face that way. Und dann kannst du so dich umkehren. So this is the hard part. Das ist jetzt der harte Teil. You have to do 3 swipes down the back. Dreimal so wie nach unten 1, wischen 2, 3. We'll give her one more. und bekommst I noch can einen only count to extra. 3. What's the number 4? 4. Oh, 4. Okay, good. 4. All right, you ready? Let's ask if we release that trapped emotion. Jetzt fragen wir nach, haben wir diese eingeschlossene Emotion freigesetzt? Yeah. Okay, now take a walk. Und kannst Over du there bitte and nach then come hinten back. spazieren? When someone has something physical going on, I like to have them walk a little after we release an emotion because things will settle into new places in the body. Wenn jemand ein Problem hatte auf der physischen Ebene, bin ich immer ganz froh, wenn die Person kurz sich bewegt, weil damit kann sich dann der Körper wie wieder frisch ausrichten. Okay, now, how's it feel now so far? Wie fühlt es sich jetzt an? Also viel besser. Much better. Much better. Okay, good. So on a 0 to 10, it was about an 8 before, Und right? du hattest ja vorhin den Schmerz einer 8 zugeordnet. Was würdest du jetzt sagen? 4. Vor. Oh, 4. Good. Okay, 4. Good. All right. Is it possible there might be something else? Could there be another emotion? Ist es möglich, dass doch etwas weiteres dahinter steckt? Vielleicht eine weitere eingeschlossene Emotion? There could be. Let's ask. Das ist See- möglich. Wollen wir nachfragen? The beautiful thing about this is you can all do this. It's really easy. Und das Schöne daran ist, es ist so Ready? einfach einsetzbar. Also alle können das selbst so für sich einsetzen. So, do you have another trapped emotion we can release that's contributing to your pain? Gibt es eine weitere eingeschlossene Emotion, die zu diesem Schmerz beiträgt? And everybody says yes. Körper sagt ja. So is the emotion in column A. Ist die Emotion in der Spalte A? Yes, Spalte A. Yes, ja. Is it in one of the odd rows? Ist es eine in der ungeraden Reihe? No. Nein. So we have 15 emotions left out of 60. Da haben wir jetzt bereits nur noch 15 Emotionen von diesen 60. Is it in row 2 in column A? Ist es in Reihe 2, Spalte A? Is it in row 4 in column A? Ist es try it Reihe again. 4, Row 4, column A? Spalte A? Yeah. Row 4, column A. So anger, bitterness, guilt, hatred, or resentment.
Und da steht Wut, Bitterkeit, Schuldgefühl, Hass, Groll oder Unmut. These are really fun emotions. These are the fun ones, right? Das sind wirklich die ganz spaßigen Just kidding. Emotionen. Okay, you ready? Bist So- du bereit? Is the emotion anger? Is that what it is? Ist die Emotion Wut? Is it bitterness? Ist es Bitterkeit? Is the emotion guilt? Is that what it is? Ist es Schuldgefühl? Is it hatred? Ist es Hass? Nope. Okay. Is it resentment? Ist es Groll? Okay, resist. Is it resentment? Is that what it is? Ist es Groll? Try that again. Ah, no, it's inherited Ah apparently. nein, das ist geerbt. Let me check, okay, on myself here. Is this an inherited emotion? Und ich prüfe das jetzt Yes. an mir selbst. Ist es eine geerbte Emotion? Und ja, Is this an inherited emotion? eine Yes. geerbte Emotion? Okay, so let's see which one it is. Dann wollen wir schauen, welche es ist. Is it inherited anger? Ist es geerbte Wut? No. Is it inherited bitterness? Is that what it Geerbte is? Bitterkeit? No. Is it inherited guilt? Is that what it is? Geerbtes Schuldgefühl? Let me test this. Oh, it's a resentment. What's the last one? Groll. Es Groll? ist Groll. Is it inherited goal? Yeah. Did you get this from your mother? Hast du das von deiner Mutter bekommen? No, it came from your father. Hast du Okay. es vom Vater? Did he get it from somebody earlier? Yes. Hat der Vater es von From his jemandem father? vorher No. From his bekommen? mother. Der Vater hat es von seiner Father's Mutter. mother. Did she get it from somebody earlier? Yes. Hat sie es auch schon von jemandem vorher in der Familie? Ja. Suzanne, you want to write this down? Susanne, Father's kannst du mother. das bitte aufschreiben? Die Mutter des Vaters. And did she get it from somebody earlier? Yes. Und sie hat es From auch mother, von from jemandem, father. einem Ahne bekommen. And did he get it from somebody earlier? Yes. From mother. Okay, from mother. Also, Okay, so how many generations we have so far? also wie viele Generationen 4 sind generations so far. Also er hat jetzt mit Fragen, geht er jetzt 4 Generationen zurück. And there's a pattern. Do you see the pattern? Mother, father, mother, father, mother, father. Und da scheint wie ein Muster vorhanden zu sein, Mutter, Vater, Mutter, Vater. Let's ask, does this go back further? Yes. Und da frage ich jetzt noch nach, geht es noch weiter Does this zurück? go back further? Yes. Geht es noch weiter zurück? Does it stay in this pattern all the way, mother, father? Does Und it dann stay die in Frage, that? bleibt dieses Muster immer bestehen Yes. von Vater, Mutter, Vater, Mutter? Okay. Let's see how many generations it goes. Und da Okay. kam die Antwort ja. Und jetzt fragen wir nach, wie viele Generationen zurück ist es? Does it go back 10 generations? Sind es 10 Generationen? Yes. Ja. Does it go back 20 Geht generations? es 20 Generationen zurück? No. Does it go Nein. back 15, Sind es 15? 14? Nein. 14, 13, 13, 12, 12, 11? 11. 11. So watch, does this go back 11 generations Geht das from jetzt you? 11 Generationen zurück? Does it go back 12 generations? Geht es 12 Generationen zurück? Nein. 11 generations. Also 11 Generationen. Now, here's what I believe about this. Und das ist das, was ich dazu glaube. These ancestors of hers, even though they're physically dead, they're still alive. Ich glaube, dass eben die Vorfahren von Mira, auch wenn sie eigentlich tot sind, sind sie eben doch auch noch am Leben. Raise your hand if you believe that could be possible. Wer glaubt, dass das schon möglich ist? Yeah. I believe that the angels that help us in our lives are usually our ancestors who have passed on. Und ich glaube, dass die Engel, die uns im Leben manchmal weiterhelfen, üblicherweise unsere verstorbenen Vorfahren sind. Okay. Now, watch this. Und Okay. jetzt schaut mal zu. Let's ask. Now, this came from your, was it father War es vom Vater? and then mother? Is your father still alive? Lebt dein He is. Vater noch? How about his mother? Is she still alive? Und seine No. Mutter lebt nicht mehr. Okay. So there's 10 generations here that have all passed on. Also da gibt es 10 Generationen, die betroffen sind, die aber bereits verstorben sind. Now, what we find with this work is that those ancestors who have passed on are very, very interested in what we're doing. Und wir haben eben festgestellt, dass diese Vorfahren, die da beteiligt sind, jeweils wirklich sehr interessiert sind an dem, was wir da tun. We're about to release something from her, Denn wir sind daran, etwas aus ihr this herauszulösen, resentment, diesen Groll. but they have it too. Aber die haben ihn ja eben auch, diesen Groll. It was passed down to her. Das wurde weitergegeben bis zu They ihr. all have it, Und so haben alle diesen Groll. and they will show up
Und die werden sich zeigen. Watch. Okay. Schaut mal. Okay. Are all of those generations, starting with your grandmother, are they all here in this room with us right now? Sind all diese Generationen, beginnend mit der Großmutter, im Moment hier anwesend im Raum? Und da war die Antwort ja. They're all here with us right now. Watch. die sind Are they jetzt all im here Moment- with us right sind now? sie jetzt You see, alle her hier? subconscious mind knows. Yes. Also So dein let's move up a little bit. Unterbewusstsein weiß, dass das so ist. Okay, we want to thank all of you for joining us. Und wir bedanken uns bei euch, dass ihr We're da glad that you're mitmacht. here. We can't see you, but we love you. Wir können euch zwar nicht sehen und trotzdem lieben wir euch. Okay. Do we need to know any more about this emotion? Müssen wir noch mehr über diese Emotion wissen? Her body says no. Der Körper sagt nein. Face that way. Schaut dorthin. Now, how many times do we have to swipe? Wie oft muss ich jetzt darüber 10. wischen? 10-mal. What's the word in 10. 10? 10. Really? Sure about that? Quite sure. I think I lost count. Oh, I don't know. Do you have children? Hast du Kinder, Mira? Three. Drei Three Kinder. kinders. Yeah. We'll check that too. Das That's müssen wir probably dann auch 10. noch anschauen. All right, you ready? Let's ask, did we release that inherited emotion of resentment from you? Haben wir jetzt diese Yes. geerbte Emotion des Grolls aus dir herausgelöst? Und And die her body Antwort war says, ja. yes. Now, did it release from all of those ancestors too? Und wurde gleichzeitig dieser Groll auch aus all diesen Vorfahren herausgelöst? And her body says yes. Der Körper sagt ja. Now, we can also ask, did you pass this emotion to your children, any of them? Aber jetzt können wir auch fragen, hast du diese Emotion einem deiner Kinder weitergegeben? Yes. Die Antwort ist ja. Did you pass it to all of them? Hast du es allen deinen Kindern weitergegeben? Yes. Ja. Do any of your children have this emotion now? Hat eines deiner Kinder jetzt diese Emotion? No. Nein. So it released from everybody. Also das Now, heißt, es ist jetzt wie aus a allen walk. herausgelöst Oh, wait. worden. let's ask if they're still here. I don't want you to run over them. Also wir fragen, ob sie noch da sind. Wir wollen ja, da müssen wir noch sicherstellen. Are these ancestors, are they still here with us now? Sind diese Vorfahren immer noch hier? Nein. They're busy. Die sind Alright. jetzt beschäftigt. Die haben They're zu out of here. tun. Hey, go ahead. Okay. So now, 0 to 10 scale, how do you feel now? Also ich bin jetzt auf einer 2. Oh, a 2. It's a 2 now. Only a 2. Ach, nur eine 2. Huh. Well, it was an 8. We Aber got es it to war a doch eine 2. 8 zuvor. So, let's see. Well, I'd like to get it down to a 0. Let's do that really quick. Also ich hätte dich so gern Okay. auf einer 0. Das machen wir jetzt ganz schnell noch. Raise your hand if you'd like to see it go down to a 0. Würde jemand gern sehen, dass das bis 0 runtergeht? I mean, we got it from an 8 to a 2. Also 8 bis 2 ist ja schon, And we schon helped her möglich, ancestors mit der Hilfe der Vorfahren and her kids, und der but it's still a Kinder. 2. Aber trotzdem, es ist noch eine 2. So let me show you how quickly you can do this when you learn how to do this yourself and you can do the testing yourself. Und ich möchte euch zeigen, wie schnell das geht, wenn man lernt, das Testen auch an sich selbst Okay. durchzuführen. So here we go. Also, Do you have a trapped emotion we can release that's contributing to your pain? gibt es eine eingeschlossene Emotion, die wir befreien können, die zu diesem Schmerz noch beiträgt? Ja. Is it in column A? Ist es Spalte A? Spalte A? 9. So it's in Spalte B. B. So is it in one of the odd rows? Ist es eine ungerade Zahl? No, so it's in an even row. Is it in row 2 or 4? It's in row Also 4. es ist eine Gerade, es ist die Reihe 4, Row 4, column B. 4 Spalte B. Gonna hold that for a second. Kannst du das halten? So is the emotion depression? Ist die Emotion Depression, No. Frustration? Frustration, Indecisiveness? Unentschlossenheit, Panic? Panik, Taken for granted? Undankbarkeit, für It's selbstverständlich another genommen inherited werden? emotion. Das ist eine weitere geerbte Emotion. Okay. Okay. So this is an inherited emotion. Is it inherited depression Ist Or- es eine geerbte Depression, or inherited frustration? eine geerbte Frustration, Inherited indecisiveness? eine geerbte Unentschlossenheit, Inherited panic?
Ah, geerbte Panik. inherited panic. Okay, so let's take a look at this and see. Did you get this from your father? Hast du Yes. das vom Vater? Did you get it Ja. from somebody earlier? Hat er es Yes. von jemandem zuvor From his erklärt? father? Von Yes. seinem Vater? Did he get it from anybody earlier? No. So it came from your grandfather. Also das kommt von deinem Okay. Großvater. So what that means is that her grandfather experienced panic, and then when he conceived a child, he passed that emotion to that child, her father. Und das heißt also, dass der Großvater dieses Gefühl von, what was the emotion? Panic? Von Panik hatte und zum Zeitpunkt, als dann dein Vater gezeugt wurde, hat er das dann wie dem Vater weitergegeben. And then her father passed it to her. Und dein Vater hat es dann dir wieder weitergegeben. And then did you pass this to your children at all? Und hast du diese Emotion deinen Kindern weitergegeben? Did you pass it to all three of your kids? Hast du es allen Kindern? Nein. To your first child? Dem ersten? No. Nein. Second child? Dem No. zweiten? Just the third one. Nur dem dritten. Just the third one. Okay? All right, now, let's ask. Your grandfather, because your father is still alive, right? Dein Vater lebt noch, But your grandfather, he's passed on. aber der Großvater ist gestorben. Okay. Is he here with us right now? Ist er jetzt hier, der Großvater? Yeah. So is he on this side of the stage? Ist er auf dieser Seite der Bühne? Yeah. Is he on that side of the stage? Ist er auf dieser Nein. Seite der Bühne? Nein. So, hey, thank you for joining us. He's up Danke here. fürs So, Mitmachen. awesome. So do we need to know any more about this? Müssen wir noch mehr Face that darüber way. wissen? Kannst du wieder dahin gucken? So that was pretty fast, right? Das war doch jetzt auch ziemlich schnell. So we take our fingertips and it's inherited, so how many times do we have to go down? Und wenn es jetzt geerbt ist, wie 10. oft müssen wir darüber wischen? 10-mal. 10. How many is that? It's got to be at least 10. Yes. I lose track. Ich vergesse immer mit I zu can count zählen. 1, 2, 3, and then that's it. Ready? Okay, you ready? Did we release that inherited emotion? Yes. Haben wir Did, diese geerbte Emotion befreit? Ja. did it release from your grandfather? Ist es auch vom Großvater befreit? Is he still here? Ist er noch da? No. Nein. Did we also, let's see, release it from your youngest child? Haben wir diese Yes. Emotion auch aus dem jüngsten Kind befreit? Ja. There you go. Take a walk. Spazier wieder. Now, what number are we looking for? Und welche Zahl hätten wir jetzt gerne? We're looking for a 0. How does Yeah. it feel so far? Wie fühlt es sich jetzt an? Doing so well, sweetie. I guess we got our 0. All right, awesome. Now, the beautiful thing about this is releasing these emotions is a permanent thing. Aber das Schöne an dieser Arbeit ist, wenn man eine solche Emotion mal befreit hat, das ist dann von Dauer. Trapped emotions that are released don't ever come back. Eingeschlossene Emotionen, die freigesetzt wurden, die kehren nicht zurück. But now I need to tell you about something completely different. Aber jetzt muss ich euch noch von etwas komplett anderem erzählen. Ancient peoples believed the heart was the seat of the soul. Und die Kulturen früher, die gingen davon aus, dass das Herz der Sitz der Seele ist. And the source of love Die Quelle der Liebe and creativity und and die, romance. die Quelle der Kreativität und der Romanze. And in the West, we have only believed that the heart was a muscle. Und im Westen, und da gingen wir davon aus, das Herz, das ist einfach ein Muskel. It's just a muscle. All it does is pump blood. That's Und it. das Einzige, was das Herz so macht, ist einfach Blut zu pumpen. But in the 1960s, when they started doing heart transplants, Aber 1960, als sie begonnen haben, so Herztransplantationen zu machen, strange things started happening. begannen seltsame Dinge zu geschehen. Because people would get their heart transplant and then they would tell their doctor how their taste in music or sports or food had totally changed.
Denn Menschen, die da ein neues Herz operiert bekommen haben, die haben dann dem Arzt mitgeteilt, dass ihr Geschmack sich komplett geändert hatte in Bezug auf Nahrung oder Musikrichtung. Sometimes their handwriting would completely change. Manchmal hat sich sogar die Schrift komplett geändert. And sometimes they'd have memories of places that they had never been before in their life. Manchmal hatten die Personen sogar Erinnerungen an Orte, an denen sie nie in ihrem Leben gewesen waren. Now, in 1998, we discovered something very, very important. Und 1998 haben wir dann etwas wirklich Wichtiges erkannt. That we call the heart wall. Und das nennen wir die Herzwand. What happens to us is when you feel like your heart is going to break, Was uns geschieht, wenn wir den Eindruck haben, jetzt zerbricht mein Herz gleich, your subconscious mind will try to protect your heart. dann wird das Unterbewusstsein versuchen, das Herz zu schützen And what it will do is it will put up a wall. und wird wie eine Art Wand errichten. And this wall will be made of layers of your emotional baggage. Und diese Wand besteht dann aus Schichten von deinen emotionalen Lasten. When you have a heart wall, Und wenn du eine solche Herzwand hast, it will be harder for you to feel positive emotions, ist es für dich schwieriger, positive Emotionen zu empfinden. easier for you to feel negative emotions. Es fällt dir dann viel einfacher, negative Emotionen zu spüren. It will interfere with your ability to connect with other people. Und es wird dich aber auch darin stören, dich mit anderen Menschen zu verbinden. It will be harder for you to find and fall in love. Es wird für dich dann schwieriger werden, eine Person zu finden, in die du dich dann verliebst. And you will tend to suffer from depression, Und dann wirst du dazu neigen, an Depressionen zu leiden. and it will make it more difficult for you to make money. Und das wird dir dann auch schwerer fallen, Geld zu verdienen. What we believe is that every single person within their heart has a perfect blueprint for their life. Und wir glauben, dass in jedem Herz, jeder Person gibt es eine perfekte Blaupause für ihr ganzes Leben. It's different for every person. Und diese Blaupause ist für jede Person wieder anders. One of the first people that I worked on after we discovered this, or after this was shown to us, Und eine der ersten Personen, mit denen wir gearbeitet haben, nachdem uns dies gezeigt worden war, was a 38-year-old nurse. war eine 38-jährige Krankenschwester. She came to see me for neck pain. Und sie kam zu mir, weil sie hatte Nackenschmerzen. She'd seen a couple of other doctors for her neck pain. They weren't able to help her. Und sie hatte schon mehrere Ärzte aufgesucht und keiner konnte ihr helfen. And she told me that she was single, but she told me that she had not dated in 8 years and was never going to date again. Und sie hat mir noch erzählt, sie sei alleinstehend, schon seit 8 Jahren, und dass sie wohl nie mehr in einer Beziehung sein werde. And I said, why? What happened to you? Und ich habe dann gefragt, warum? Was ist dir passiert? She said that 8 years before, she was really in love with this guy who dumped her and broke her heart. Und sie hat dann erzählt, vor 8 Jahren war ich so verliebt in einen Mann, aber der hat mich dann einfach fallen lassen. So I tested her and found she had a heart wall. Und so habe ich sie getestet und festgestellt, tatsächlich, sie hat eine solche Herzmauer. And there were 3 emotions making up this wall. There were 3 layers of emotion. Und das waren wie 3 Emotionen, wie jeweils eine Schicht einnahmen um das Herz. These were all emotions that became trapped in her body when she was going through this breakup 8 years before. Und das sind waren alles Emotionen, die da wie eingeschlossen wurden in ihrem Körper vor 8 Jahren, als sie durch diese Trennung ging. So I cleared the 3 emotions, Und so habe ich diese 3 Emotionen freigesetzt and suddenly the heart wall was gone, und plötzlich war diese Herzmauer weg and her neck pain was gone too. und gleichzeitig war auch ihr Nackenschmerz verschwunden. Her neck was totally fine, Ihr Nacken war wieder komplett in Ordnung and she left the office feeling great. und sie hat das Büro, die Praxis verlassen und fühlte sich wirklich gut. 3 months later, she came back into my office. 3 Monate später kehrte sie zurück. And
I said, hey, you look great. How are you doing? I haven't seen you for a while. Und ich habe dann gesagt, du siehst großartig aus, wie ist es dir ergangen? Ich habe dich jetzt einige Zeit nicht mehr gesehen. And she said, oh, my neck's been fine. But she said, you released that heart wall for me and that really worked. Und sie hat gesagt, ja, dem Nacken geht es bestens, aber weißt du, du hast ja noch diese Herzmauer für mich weggemacht und das hat wirklich funktioniert. Because she said, about 2 weeks after I was here, I found out my childhood sweetheart's been living right around the corner from me for almost 8 years, and we're dating and we're in love, and I think he's going to ask me to marry him. Und sie hat dann gesagt, keine 2 Wochen nachdem ich bei dir gewesen bin, habe ich herausgefunden, dass der Liebste meiner Kindheit gleich um die Ecke gewohnt hat und wir haben wieder begonnen uns zu treffen und haben uns verliebt und wir werden gleich heiraten. Thank you, yes. Very good. So, we have many stories of people Und so haben wir viele Geschichten von solchen Personen, who, when their heart wall has been removed, they fall in love. Personen, die nachdem ihre Herzmauer entfernt worden war, sich dann verliebt haben. People who finally, in their 80s, after having their heart wall removed, are finally able to feel joy for the first time. Menschen, die zum Teil mit 80 Jahren, nachdem diese Herzmauer entfernt worden war, zum ersten Mal überhaupt Freude empfinden konnten. Let me tell you a story. Und da möchte ich euch eine Geschichte dazu erzählen. There was a woman who brought her son in to see me. He was 9 years old. Da kam eine Frau und die hat ihren Sohn zu mir gebracht, der war 9-jährig. School was not working. In der Schule ging es gar nicht gut. She'd come into his room at night and he'd be on the floor and she'd say, what are you doing on the floor? And he'd say, I don't deserve to be in a bed. Und als sie da nachts in sein Zimmer hineinging, lag er nicht im Bett, sondern lag einfach auf dem Fußboden und da hat sie gefragt, ja, warum liegst du nicht im Bett? Und dann hat er geantwortet, ich habe es nicht verdient, im Bett zu schlafen. He either wouldn't do his homework or he wouldn't hand it in if he did it. Und er hat entweder die Hausaufgaben gar nicht erst gemacht oder hat die Hausaufgaben dann in der Schule nicht abgegeben. And she didn't know what to do. Und sie wusste nicht, was sie machen sollte. She took him to see a psychiatrist and a psychologist. Und sie ging dann mit dem Jungen zu einem Psychiater und zu einem Psychologen. They said he was severely depressed. Die haben gesagt, ja, dieser Junge ist wirklich ernsthaft deprimiert. But that they couldn't help him because he wouldn't admit that he was depressed. Und sie haben aber gesagt, sie können ihm nicht helfen, weil der Junge wollte gar nicht einsehen oder zugeben, dass er deprimiert ist. So she brought him in to see me. I tested him and found he had a heart wall. Und so hat die Mutter ihn zu mir gebracht und ich habe ihn getestet und dabei festgestellt, dass er wirklich eine solche Herzmauer hat. So I started working on him. Und so begann ich an ihm zu arbeiten. It took about a half an hour, Hat 30 etwa eine minutes. halbe Stunde gedauert. And the first few emotions that we found were about deaths in the family that had happened. Some of their cousins had died in different accidents. Und die ersten paar Emotionen, die auftauchten, hatten alle mit Todesfällen in der Familie zu tun, also Unfällen und zum Beispiel ein Cousin war da gestorben. I released those emotions, and then there was only one emotion left. Und so habe ich diese Emotionen freigesetzt, befreit und dann war einfach noch eine Emotion übrig. When he was 5 years old, Als er 5-jährig war, he went with his family to a family reunion at a lake. da gab es eine große Familienzusammenkunft an einem See. His sister was 12 years old. Damals war seine Schwester 12-jährig. She was babysitting him and his 5-year-old cousin, his best friend. Und sie hatte die Aufgabe, zu ihm zu schauen und zu seinem Cousin zu schauen, der auch 5-jährig war und gleichzeitig sein bester Freund. She was trying to teach this other little boy to swim. Und so versuchte die Schwester diesem anderen kleinen Jungen das Schwimmen beizubringen. And there was no adult supervision, and this little boy drowned. Aber da waren keine Erwachsenen dabei, die haben sich nicht darum gekümmert und so ist der kleine Junge ertrunken. And about an hour later, when the divers
pulled his body out from underneath the dock, Und dann etwas später, als dieser kleine Junge dann aus dem Wasser gezogen wurde, and he was blue and dead, the overwhelming guilt that his sister felt was so powerful. It was too powerful for him to process. und da wurde dieser kleine Junge herausgezogen, war ganz blau und die Schwester, die hatte ein so überwältigendes Schuldgefühl, dass der Bruder das selbst dann nicht verarbeiten konnte. And that emotion of guilt that was so overwhelming for her became trapped in his body and immediately formed into a wall around his heart to protect his heart from Und being dies- totally broken. Dieses überwältigende Schuldgefühl der Schwester, das hat dann um das Herz des Jungens eine Mauer gebildet. That was the last emotion. We released that emotion and the heart wall was gone. Und das war die letzte eingeschlossene Emotion. Und als diese dann freigesetzt wurde, war er befreit. And for the next couple of days, he was lying around being kind of lethargic, and his mother was thinking that it didn't work. Und während den nächsten paar Tagen ist der Junge relativ lethargisch einfach nur rumgelegen. Und so hatte die Mutter den Eindruck, dass das Ganze nicht funktioniert hatte. But on the morning of the third day, he got up early, got himself ready to go to school, and he came to his mother. Aber am Morgen des dritten Tages ist er früh aufgestanden, hat sich bereit gemacht und ist dann zu seiner Mutter. And this is a direct quote. He said, "Mom, I can go back to school now. I'm a happy pappy." Und das ist jetzt wirklich ein Zitat. Er hat dann zur Mutter gesagt, Mutter, ich bin jetzt wieder glücklich, ich kann zurückkehren in die Schule, ich bin so glücklich. And he went back to school. Und so ist er in die Schule zurückgekehrt. And all of his learning disabilities were gone. Und seine ganzen Lernschwierigkeiten waren verschwunden. And he went into the program for advanced children because he was so smart all of a sudden. Und plötzlich machte er mit bei den Programmen, die für die fortgeschrittenen Kinder waren. And his mother told me Und seine Mutter hat mir dann gesagt, that if she had not been open to looking at something so different, her son would not have survived. sie hat dann gesagt, wenn sie nicht so offen gewesen wäre, die Mutter, und nicht bereit gewesen wäre, etwas komplett anderes mal zu versuchen, hätte dieser Junge wohl nicht mehr lange gelebt. And that boy is 27 years old now, Dieser Junge ist heute 27 Jahre alt and he's doing great. und es geht ihm wirklich gut. This also works with animals. Und das Gleiche kann man eben auch mit Tieren machen. Raise your hand if you have an animal at home. Wer von euch hat ein Tier zu Hause? Raise your hand if you have a human at home that seems like an animal. Wer hat zu Hause einen Menschen, der manchmal wie ein Tier zu sein scheint? Aufstrecken. It can help them too. Denen kann man eben auch helfen. I have to tell you a story. I was called once to work on a horse that was lame. Und dazu eine Geschichte. Ich wurde mal zu einem Pferd gerufen, dieses Pferd war lahm. Now, when you're working on a horse, you talk, or when you're working on any animal, you talk directly to the animal, Und and wenn, then, yeah, wenn du mit einem Tier arbeitest, dann sprichst du direkt mit dem Tier and then you can test yourself to get the answers, und dann testest du dich selbst, um die Antworten zu erhalten. or you can test another person that's touching the animal. Oder du kannst eine andere Person Okay. testen, die das Tier berührt. So I'm at this stable, and there's a crowd of people gathered around, and I'm working on this lame horse. Und da kam ich zu diesen Stallungen und da war eine ganze Ansammlung von Personen und habe dann mit dem Pferd gearbeitet. I find out the horse is lame because it has a trapped emotion of sadness. Und ich habe dann herausgefunden, dass das Pferd eine eingeschlossene Emotion von Trauer hat, die die Lähmung verursacht. I'm talking to the horse. Und ich spreche zum Pferd My wife is touching the horse, holding out her arm, und meine Frau fasst das Pferd an und streckt ihren Arm so aus
And the answers are manifesting strong on her arm for yes, Und die Antworten drücken sich sehr deutlich und stark aus für Ja. and weak for no. Und wenn es schwach ist, ist es ein Nein. So I'm asking the horse, well, was this sadness about another horse? Und dann habe ich dieses Pferd gefragt, hat diese Trauer mit einem anderen Pferd zu tun? Nine. Was it sadness about a human? Und dann die Frage, hat die Trauer mit einem Menschen zu tun? Nine. Was it sadness about a dog? Da habe ich gefragt, ja, hat die Trauer mit einem Ja. Hund zu tun? Was it sadness about a cat? Oder mit einer Katze? Katze, how do you say it? Katze? Katze. Katze. Katze, no, nine. So I was running out of ideas, Und so gingen mir langsam die Ideen aus. and a bird flew over right then. Und dann flog da ein Vogel vorbei So I thought, why not? Was it sadness about a bird? und so kam dann die Frage, hatte Jawohl. die Trauer mit einem Vogel zu tun? Und dann kam Ja. Very strong, right? War ganz stark. I started laughing. Und da musste ich lachen Everyone standing around was laughing, und alle Umstehenden mussten lachen. but the horse's owner was there. Aber auch der Besitzer des Pferdes war da. She said, wait a minute. Und sie sagte, wart mal. She said, I think I know what this is about. Sie hat gesagt, ich glaube, ich weiß, worum es geht. A week before, Eine Woche zuvor a baby bird fell out of its nest onto the roadway immediately in front of this horse's stall. Eine Woche zuvor war ein kleiner junger Vogel aus dem Nest gefallen auf die Straße gleich vor der Stallung. And it struggled for its life Und dieses and junge died. Vögelchen hatte noch um sein Leben gekämpft, aber ist dann gestorben. This happened right in front of the horse. Und das geschah wirklich genau vor dem Pferd. The horse was powerless to help Und das Pferd konnte nicht helfen and was overwhelmed und war dann überwältigt with sadness. von Trauer. That was the emotion. Das war die Emotion. We released it. Und wir haben die dann freigesetzt. I use a magnet usually, and I start up here, Also das mache ich üblicherweise mit einem and then I just come Magnet down to und their tail. Do that a Okay. few times. mache das mehrmals, gehe dann den Rücken entlang bis zum Schwanz. And they took the horse out and walked it, and it was perfect. Und dann haben sie das Pferd nach draußen gebracht und es war alles wieder perfekt. If a horse really likes you, Und wenn ein Pferd dich wirklich mag, it will nibble you with its lips. wird es so mit seinen Lippen dich anknabbern. I have been nibbled many times. Und ich wurde sehr oft schon angeknabbert. It's really fun. It's really, really fun to work on animals because there's no placebo effect. Und das ist wirklich sehr, sehr schön und macht auch Spaß, mit Tieren zu arbeiten, weil da gibt es keinen Placebo-Effekt. No placebo effect. It's a beautiful thing. And yes, we have a question. Und da haben wir eine Frage. She has her dog here and Oh. this dog has problem on the psychological level. Really? The dog is here now? Bring the dog up here. Dann bringen Sie doch den Hund nach vorn. Fun. It looks like a small dog. We can put him up here maybe. Das ist Maybe even ein, up here. wollen wir mal schauen, wie hoch wir ihn dann platzieren können? What are you looking for? Where's the dog? It's coming. Oh, cute. What's his name? Wie heißt Ihr Hund? Bravo? Come on, pup. How old? Wie alt ist er? 13,5. 13 and a half 13 and a years. Come here, pup. Oh. Oh, boy. Did you want to get worked on a little bit? Möchtest du, dass ich mit dir ein wenig arbeite? Okay. You could. All right, now. So we'll test through you. Und wir werden durch Sie hindurch testen. All right. Sit. Oh, Sitz.
He doesn't understand English. Er spricht kein Englisch You don't hear any. Oh, he's not hearing. Okay. und er hört eben auch nicht so gut. Okay, does he, what, besides the hearing, are there any other issues going on? Was ist das Problem außer dem Hören? Er hat immer wieder Ängste. Fears, Phobias. Phobias? Phobias, Oh, yes. of what? Anything specific? Vor was? Vor 4 Jahren sind wir umgezogen. They moved 4 years ago Yeah. Er wollte nicht mehr zur Haustüre hinaus. and then he didn't want to leave the house. Oh, okay. Und So does he not want to leave the house now? Und jetzt will er auch nicht mehr zum Haus. doch schon, aber am Nachmittag zum Beispiel will er nicht mehr hinausgehen. Now he agrees to go out. Okay. But for example, in the afternoon, he doesn't want to leave the house. Okay. Let's test him. Dann wollen wir ihn testen. Ready? What's his name? Bruno? Sagen Sie noch mal den Namen? Prabhu. Prabhu. Oh, Prabhu. Prabhu. Got it. Prabhu. Okay, Prabhu, you ready? Say hello to all these people. Sag Hallo, Okay. Prabhu. All right, you ready? Okay. Now, if we're within about 6 feet of the dog, Und Okay. wenn wir uns innerhalb von 1,80 Meter um das Pferd, den Hund befinden, hey, come back here, buddy. Here we go. bleib da, mein Freund. There we go. You know, maybe what we could do, let's just do this. Here. Yeah, this is good. All right, puppy dog, come here. All of these people love you. Look, see all All those diese people? Menschen They hier, all die love lieben you. dich. They're friendly. Die sind Okay, so you ready? alle dir sehr freundlich gesinnt. Okay, good. So watch this. Ready? Und jetzt schaut mal. Okay. So Prabhu, is your name Prabhu? Ist dein Name Prabhu? And the answer is Die Antwort ist ja. Is your name Fido? Ist dein Name Fido? And the answer is no. Nein. This is how you do it. Okay. All right. So, do you have a trapped emotion we can release? Gibt es eine eingeschlossene Emotion, die wir befreien Yes. können? Ja. So, is it in Spalte A? Yes? Column A? Yes, it is. Is it in one of the odd rows? Spalte A, ist es in einer der geraden Reihe? Is it in row 1? Ist, Yeah. ist es in Reihe 1? So, is it abandonment? Ist es Verlassenheit? Is it betrayal? Ist es Verratensein? No. Let's go back to the other one. The first one, abandonment. Is it abandonment? Ist es Verlassenheit? Wir kehren zurück. Yeah. Ja. Okay, so it's abandonment. He felt abandoned at Ja. some point. Er fühlte sich einmal einfach verlassen. Also ich habe ihn im Tierheim geholt. Ah, Well, let me he give you comes from a dog's home. Oh, he came from a Er dog's kommt aus home. einem Tierheim, der Hund. Und er hatte eine sehr schlimme Welpenzeit. And when he was a baby, they know that he had a really bad time. Ah, okay. Let's ask, is that what this is from? Ist das, Okay. da I'm sorry. fragen wir, Ready? ist das der Ursprung des Problems? And Prabhu says yes. Und Prabhu sagt ja. Okay. Let's ask, do we need to know more about this emotion? Und jetzt wollen wir fragen, müssen wir noch mehr über diese Emotion wissen? And who are we asking? Prabhu. Und wen fragen wir? Wir fragen Prabhu. And the answer is, do we need to know more? And his body says no. Und der Körper sagt nein, wir brauchen nicht mehr zu So wissen. now we can release the emotion. Das heißt, jetzt können wir die Emotion Ready? Come on. freisetzen. It's okay. You know. I want you to be able to see him. Come on up here. Also ich möchte gerne, dass ihr ihn sehen könnt. Okay, let's get rid of that emotion of abandonment. Und so wollen wir diese Emotion der Verlassenheit lösen. 3 swipes, that's all it takes. Braucht nur 3-mal darüber zu Does wischen. that feel better now, puppy dog? Ist das jetzt besser für dich? All right. Now let's see. Let's ask, Jetzt wollen wir nochmals fragen. do you have another trapped emotion we can release now? Hast du eine weitere eingeschlossene He does. Emotion, die wir befreien können? I'll Ja. just stick this in my pocket. There we go. Do you have another trapped emotion we can release now? Gibt es eine weitere eingeschlossene Emotion, die wir freisetzen können? Let's see. Do you have another trapped emotion we can release? Yes. Okay. Is this trapped emotion in column A?
Ist es in der Yes. Spalte A? We're talking to Prabhu. Wir sprechen immer noch mit Prabhu. We might look crazy, Vielleicht sehen wir etwas verrückt aus and maybe we are. und vielleicht sind wir es auch. Is this trapped emotion in column B? Ist it in diese column eingeschlossene A? Emotion in Spalte B? It's in column B. Is it in one of the odd rows in column B? Ist Ready? es in der ungeraden Yes. Zahl Spalte B? Is it in row 1 in column B? Ist No. es Reihe 1? Is it in row 3 in column B? Ist es Reihe 3? Yes. Is it confusion? Ist es Verwirrtheit? Is it confusion? No. Is it defensiveness? Ist es Verteidigungshaltung? Is it grief? Ist es Oh. Trauer? Yeah, grief. Feel that? Very strong. Now, do we need to know more about this? Müssen wir noch mehr über die Trauer wissen? Yeah, no. Nein. Was this from when you were in the first year of your life, Prabhu? Ist der Ursprung in deinem ersten Lebensjahr, Yes, Prabhu? very strong. See Ja, that? ganz Let's stark. release it. Und so wollen wir das freisetzen. Ready, Prabhu? Bist du bereit, Prabhu? 1, 2, 3 swipes. That's all it takes. 3-mal darüber wischen, das Happy ist dog? das Einzige. Happy? Happy now? Bist du ein glücklicher Hund Wave at jetzt? the people. Okay, let's ask. So, Prabhu, do you have any other trapped emotions that we can release Prabhu, now? hast du weitere anything else Emotionen, we die can wir release? freisetzen können? No, that's all that shows up now. Nein, das ist alles, was sich im Moment zeigt. Oh, well, you want to stay? That's fine. You can stay. Möchtest He du wants noch to ein stay. wenig da bleiben? It's all right. He likes it here, huh? Es gefällt Yeah. ihm hier. Believe me, animals are smarter than we are. Und ihr könnt mir glauben, They Tiere know. sind noch schlauer als wir. Die wissen. Oh, what a nice puppy dog. Okay, thank you. You're welcome. Let us know how he does, okay? Und dann bitte teilen Sie dann mit, wie es ihm dann weiter ergangen ist. I have to tell you one more dog story. Da muss ich noch eine Hundegeschichte erzählen. Bye, Prabhu. Adios. So cute. Thanks for bringing him. Danke, dass Sie ihn mitgebracht haben. We have about 3,000 plus certified emotion code practitioners in 63 countries now. Also wir haben etwa über 3000 Praktizierende des Emotionscodes in vielen verschiedenen Ländern. And these are people who do this kind of work for a living, right? Und das sind alles Personen, die diese Arbeit machen und davon leben. In fact, if we have any certified emotion code practitioners here, can you just stand up really quick? Haben Stand wir up if you're a certified emotion Praktizierende code hier practitioner. anwesend im Raum? Awesome. Oh, yeah, stand up if you're certified. Also bitte Well, einfach give these people a big diejenigen, hand. die zertifiziert sind, is what wir they wollen do. ihnen applaudieren. Awesome, thank you. So one of our practitioners got a phone call to go work on a dog. Und immer wenn ein Praktizierender einen Anruf bekommt und gebeten wird, mit einem Hund zu arbeiten, What happened was this little dog, a small dog, ran into the house to see its owner one day, and the floor in the kitchen had been waxed, and it couldn't get its footing, and it skittered across the floor and hit a sharp object and ran back out of the house. also da erzählt er die Geschichte von einem kleinen Hund, der dann wie reinrannte ins Haus und der Boden war frisch gewachst und das Tier ist dann wie gerutscht und ist dann in einen scharfen Gegenstand gestoßen und ist dann wieder aus dem Haus gerannt. So suddenly the dog was an outdoor dog. It would not come in the house. Und dieser Hund war dann von einem Tag auf den anderen ein Hund für draußen. Der wollte nicht mehr drinnen sein. It was an indoor dog, now suddenly it's an outdoor dog. Also ein Hund, der ursprünglich ein Haushund war, war dann plötzlich ein Außenhund. They had to build a little house outside so it wouldn't freeze in the winter. Und so mussten sie ihm eine kleine Hundehütte bauen, damit er nicht erfror im Winter. And they tried putting out, treats and tricking the dog, but whenever the dog had a chance, it would immediately go back out again. Und so versuchten sie immer wieder diesen kleinen Hund ins Haus zu locken, aber immer sobald irgendwo die Türe wieder offen war, ist er entwischt. It was basically terrified of the house, I think. Er hatte einfach wirklich entsetzliche Angst vor dem Haus. So this emotion code practitioner gets a phone call to go work on this dog. Und da wurde dieser Praktizierende angerufen und gebeten, mit diesem Hund zu arbeiten.
And the story is that she worked on the dog outside, released a couple of trapped emotions, Und so hat diese Frau dann mit diesem Hund draußen gearbeitet und konnte einige eingeschlossenen Emotionen freisetzen. and she's standing outside talking to the dog's owner for a couple of minutes. Und dann blieb sie draußen stehen und hat noch mit dem Hundebesitzer ein paar Worte gewechselt. And the dog is just kind of laying there. Und der Hund lag so da. And then suddenly the dog looks up at them, Und plötzlich hat dann der Hund hochgeschaut and they look at the dog, und sie haben den Hund angeschaut. and the dog gets up and goes into the house. Und der Hund steht auf und spaziert ins Haus hinein. It's just so funny. I love that one. So the bottom line is there is a way now that you can get rid of your own emotional baggage. Und worum es geht, ist, dass wir jetzt erkennen können, dass es einen Weg gibt, um eigene emotionale Altlasten loszuwerden. If you would like to have less pain Wenn du gerne weniger Schmerzen hättest, and more love, wenn du gerne mehr Liebe hättest, more peace, mehr Frieden and even more money und sogar mehr Geld in your life, in deinem Leben, you need to get rid of your emotional baggage. dann ist es wirklich wichtig, dass du deine emotionalen Altlasten loswirst. And remember that 93% of people have this heart wall phenomenon going on. Und er sagt, dass 93% der Menschen diese Herzmauer haben. Do you want me to show you how that works? Soll ich euch noch zeigen, wie das funktioniert? Okay. Raise your hand if you think you might have a heart wall. Zeigt mit der Hand auf, wenn ihr den Eindruck habt, ihr habt vielleicht eine Herzwand oder Herzmauer. The hands that aren't going up for sure have a heart wall. Sorry? Yeah. The hands that aren't coming up, they're the ones that have the heart Also wall. diejenigen, die jetzt nicht aufstrecken, das sind diejenigen, die wirklich eine Herzmauer haben. Okay, raise your hand again if you think you have a heart wall. Also streckt auf, wenn ihr denkt, ihr habt eine Herzwand. It's a trick question. Das war wirklich eine trickige Frage. Okay. Keep your hands up for a minute. Fangfrage. I'm gonna pick on somebody. Also bitte die Hände you wanna come hochhalten, damit ich jemand auswählen kann. Okay. All right. Now, to find out if someone has a heart wall, you have to do something really difficult. Um herauszufinden, ob jemand eine Herzwand oder Mauer hat, muss man etwas Schwieriges machen. You have to ask their body a question. Du musst deren Körper eine Frage stellen. Hold your arm straight out. Do you have a heart wall? Hast du eine Herzmauer? Haben Sie eine Herzmauer? Yeah. Say, my name is. Cornelia. Okay, that is your name, Cornelia? Okay, just resist, hold it. Mein Strong. Name ist Cornelia. Strong. Say, Stark. my name is Fritz. Sag, mein Name ist Fritz. My name is Fritz. My name is Fritz. And, okay. So she's tested. Do you have a heart wall? Also man kann sie Yes, testen. she Haben has a Sie eine heart wall. Herzmauer? Ja. That's how hard it is. She So- has one. So schwierig ist es. Can we release an emotion from your heart wall right now? Können wir gerade jetzt eine Emotion aus dieser Herzmauer herauslösen? Ready? Resist? Yes. Ja. So we go to the chart and we ask, is it in column A? Und so gehen wir wieder zur Karte über Yes. und fragen, ist es Spalte A? Is it in one of the odd rows? Ist es eine ungerade Zahl? Yep. Is it in row 1? Ist es in der Reihe 1? Yeah. Is it abandonment? Ist es Verlassenheit? Try that again. Nope. Is it betrayal? Ist es Verratensein? Betrayal, is that it? No. Is it forlorn? Ist es ein Verlorensein? Yeah. Feels like forlorn. Try that again. Is that forlorn? Is that what it is? Yeah, forlorn. Which one is forlorn in there? Verlorensein. Oh, yeah. Aussiglosigkeit. No, Verlorensein. Oh, forlorn sign. Yeah, sorry. I don't know what any of those mean. Okay. Forlorn. Does that ring any kind of a bell at all? Also kommt Ihnen das vertraut vor? Okay. So the next question is, do we need to know more about this? Die nächste Frage ist, müssen wir darüber mehr wissen? Or in other words, do we need to dig deeper Also anders ausgedrückt, müssen wir da noch tiefer graben? and just resist? And her body says, Der Körper No. sagt nein. so let's release this one, face that way. Und so wollen wir das jetzt freisetzen.
3 swipes, not Dreimal inherited. wischen, das ist ja nicht geerbt. Do you still have a heart wall? Haben Sie immer noch eine Herzmauer? Yeah. Is it as thick as it was a minute ago? Ist sie immer noch so dick, wie sie eine Minute zuvor war? No. So it's a little thinner now. Also das bedeutet, jetzt ist sie etwas dünner geworden. Okay. Well, thank you. Give her a Danke. big hand. Now, I actually arrived today. Also Okay. tatsächlich, ich bin eigentlich erst heute angekommen. So it's amazing to me that I'm actually walking around. Es ist für mich eigentlich eine Riesenüberraschung, dass ich überhaupt noch gehen und stehen kann. But I'm here to teach the Emotion Code seminar to you. Aber ich bin gekommen, um euch jetzt zu erzählen vom Emotionscode. It goes from 10 a.m. to 6 p.m. tomorrow and Sunday. Und wir haben ein Seminar geplant am Samstag und Sonntag. Es beginnt jeweils um 10 Uhr und dauert bis 6. So in this seminar, I will teach you how to do this at a distance. We'll teach you how to do this self-testing. Und wir werden in diesem Seminar lernen, wie man das macht, auch aus der Ferne und für eine Person in der Ferne. Und da wird auch dieses Selbsttesten dann Thema sein. We'll teach you how to do it with animals. Und wir werden ansprechen, wie man mit Tieren arbeitet. And we'll teach you how to do this at a distance so that you can work on people on the other side of the planet, no problem. Also wir werden auch sehen, wie es geht, dass man einer Person, die sich am anderen Ende der Welt befindet, wie man mit dieser Person arbeiten kann. And if you come to this seminar, Und wenn dich dieses Seminar interessiert und du kommst, I don't know what Cy Basel's policy is about this. und er weiß da nicht, was unsere Politik ist, But if you attend and if it's not the best information you've ever gotten, I will personally refund your money out of my own pocket. und wenn ihr Okay. diese 2 Tage besucht und ihr findet wirklich, das hat es jetzt gar nicht gebracht, dann sagt er, dass er seinen Anteil dann euch wieder zurückerstattet. So you could spend the weekend shushing, you know, that's a word, isn't it? I don't Shushing? know. Shush? Skiing? Ihr könnt Ja. jetzt dieses Wochenende aber auch Skifahren gehen You could do that, or you could go shopping, oder ihr könnt auch Or you eine could sleep the week. Einkaufstour machen oder viel schlafen or you could just lay around all weekend, oder überhaupt einfach rumliegen während dem Wochenende. or you can come here for 2 days and I will teach you to be a healer. Oder ihr kommt 2 Tage hierher und ich zeige euch, wie ihr heilend tätig sein könnt. And so if you're interested in coming, we've got some seats still available. You can talk to them at the back when this is over. Und diejenigen unter euch, die sich spontan noch entscheiden möchten zu kommen, die können morgen einfach kommen, aber wir haben noch freie Plätze, aber kommt etwas vor 10 Uhr. And so at this point, I will say thank you and then I'll take questions. So I want to first of all thank all of you for coming. Also jetzt möchte ich mich einfach noch bei euch bedanken fürs Kommen und dann werde ich gerne noch ein paar Fragen beantworten, falls noch Fragen da sind. This is the first seminar I've ever done in Switzerland. Und übrigens ist das mein erstes Seminar in der Schweiz. Yes. Yeah, it's so great to be here. I brought my daughter, Lizzie, who's 16. Und ich She- habe meine Tochter mitgebracht, Lissy, sie ist 16 She's asleep, und sie schläft. where I will be soon. Und So ich thank you werde all auch for bald coming. schlafen. Also danke fürs Kommen. Yeah, thank you. Thank you so much. And if any of you have a question, I'm happy to take questions. Also wenn jemand noch eine Frage We have a hat, few more werde minutes. ich gerne versuchen, die zu beantworten. We've got one way at the back. Do we have a mic? Oh yeah, we have a mic runner. Hold on. Just one question. You mentioned you can do it on distance, you can do it on dogs. Can it always also do it on yourself? The Yes. first parts I can imagine, but I'm 70 years old and I've got a little bit difficult this to stand behind my back.
to release? Also die Frage ist, wir haben gehört, das kann man auf That's a great Distanz question. machen, man kann mit Tieren arbeiten, aber die Frage ist, kann man auch für sich selbst Emotionen befreien und sagt dann selbst, ich bin 70 Jahre alt und der erste Teil des Vorgangs kann ich mir noch vorstellen, wie es funktioniert, aber wie soll ich dann hinten irgendwie über den Rücken streichen? Yeah, this is a great question. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. The meridian starts at the tailbone. Und der Meridian, mit dem gearbeitet wird, der beginnt unten da bei Steißbein And it comes over the head to the inside of the upper lip. und der kommt hinten wieder hochgezogen und kommt dann da zur oberen Lippe. So when you're working on yourself, you just do this. Und wenn du an dir selbst arbeitest, kannst du einfach so darüber But be streichen. careful about doing it too much. Aber pass auf, dass du es Okay. nicht zu fest machst. I need to warn you. Also da muss ich euch schon warnen. Yeah, just like this. Really Einfach simple. so wird auch befreit. Great question. Gute Any Frage. other questions? Noch Okay. eine weitere Frage? Ich möchte eigentlich zum Kurs kommen, aber ich habe immer Mühe, nach auswärts zu gehen, wenn das schon 9 oder 10 Uhr anfängt, weil ich habe einen Moment von 8 bis 9, wo ich ganz tief schlafe, mit Traum und allem. Und dann, wenn ich dann aufwache, dann muss ich um 10 Uhr schon wo sein, dann habe ich noch einen Weg, das geht einfach nicht. She would so much love to come to your seminar, but she has the problem that between 8 and 9 her sleep is so deep that it's not possible for her to be here in time if she has also a way to come here. So Oh, okay. Well, how much time do we have? kommen Sie bitte. Yeah, something, right? Okay, willkommen. And what's your name? Silvia. Sylvia. Say hello to Sylvia, everybody. Wir begrüßen Silvia. Now, Sylvia wants to come, but she's a really deep sleeper, right? Aber Silvia möchte between 8 and 9 8 and in the 9. morning. Aber Silvia hat das Problem, dass sie zwischen 8 und 9 so tief schläft. Huh. Aber vorher lange nicht manchmal. But sometimes during the night she doesn't really get a lot of 8 sleep. bis 9, Really? Traum und allem. Okay. So, do you think maybe this is a symptom of something? Denkt ihr, das könnte das Symptom von irgendwas sein? It's a symptom of something. Let's see Denkt what it ihr? is. Wollen wir mal schauen, was das ist? So let's see if she's testable. Say, my name is Sylvia. Also wir schauen zuerst, ob sie testbar ist. She says her name is Sylvia and she's strong. Say, my name is Bob. Miss Bob. Okay, so she's testable. Also man kann sie testen. So, do you have a trapped emotion that is interfering with your sleep? Haben Sie eine eingeschlossene Emotion, die da den Schlaf stört? And her body says, Und der Körper sagt, yeah. ja. So is it in column A? Also die Frage ist es in Spalte Ready? A. Resist? Is it in column A? No. No, you just resist. Sie brauchen es nicht zu In wissen, Column Sie B? müssen einfach nur Widerstand geben. Das ist alles, Ja. was Sie tun. So is it in column B? Is that where it is? Yeah, it's Ist in es column B. Spalte B? Ja. Is it in one of the odd rows in column B? Ist es eine No. ungerade Zahl? Nein. So is it in row 2 in column B? Ist es in der Reihe 2? Ja. Is it failure? Ist es Versagen? No. Nein. Helplessness? Hilflosigkeit? No. Is it hopelessness? Hoffnungslosigkeit? No. Is it lack of control? Kontrollverlust? Ah, lack of control. That's interesting. She doesn't want to wake up. Das ist wahr. Makes sense, right? Yeah, yeah, that's it. Got it. Gut, ja, sehr gut. Okay, I know it. you know. Okay. All right. So, do we need to know any more about this emotion? Müssen wir noch mehr über diese Emotion wissen? Ready? You resist? I don't know. Do we need to know more Einfach about it? Widerstand geben? The Nein. subconscious says no. Okay. All right, face that way. Also da in diese Richtung schauen. All right. 1, 2, 3. Okay, face this way. Yep, good. That's fine. So let's ask, did we release that emotion? Haben wir diese Emotion befreit? And
Are there any other trapped emotions interfering with your sleep? Gibt Yes es or noch no? Emotionen, die Is there da den Is there Schlaf anything else interfering with stören? your sleep? No. No, I don't think so. Nein. So we'll see you tomorrow, right? Also dann sehen wir uns morgen. There you go. Okay, awesome. We have time for a couple more questions. I don't know where this is going to go. Also wir haben da Really noch interesting. Zeit für eine Frage. Okay, yes. What do you do if the person isn't testable? Because I wasn't. Oh, yeah. Also die Okay. Frage ist, jetzt hat er ja immer geprüft, ob die Personen testbar sind. Und was macht er, wenn eine Person nicht testbar ist? Sie sagt, sie sei zum Beispiel nicht testbar gewesen einmal. And another question, if you have a pain since 20 or 30 years and you know what it is, can it also be cured? Und ob, and you know, or you, I know what I have and I have pain all the time. also da ist ein Oh, Schmerz ja. seit 20 oder 30 Jahren und sie weiß, was es ist und ob dieser Schmerz eben auch weggemacht werden kann. So there's two questions. Also das sind zwei Fragen. One question is, what do you do if you're not testable? Or you, Also die erste Frage war ja, was macht man, wenn man nicht testbar ist? well, horses generally are not testable unless they're highly trained. Also Pferde sind normalerweise nicht testbar, außer sie sind wirklich sehr gut ausgebildet. So we have a person touch the pony Und and so then hold their arm out. So haben wir dann eine Person, die das Pony anfasst und dann auf der anderen Seite den Arm ausstreckt. And tomorrow we teach you how to fix untestable people too. Und morgen wird eben auch das Thema sein, wie man Menschen, die eben nicht testbar sind, wieder eben testbar macht. And the training class to train the animals to hold out their arm is in Austria. Und der Kurs, um zu lernen, I can't help Tiere you zu with that. testen, da muss man nach Australien gehen. Yeah. Good luck. Good luck with that one. Viel Glück So, damit. and then the other part of the question, the other part of her question was she has pain for many, many, many years, right? 20, 30 years. Und die andere Frage war ja nach dem Schmerz, der seit 20 oder 30 Jahren besteht. The bigger they are, the harder they fall. Da, Yeah, well, that's just an expression. In other words, it doesn't matter how long the pain has been there. It's still most likely from emotional baggage. und es spielt keine Rolle, wie lange ein Schmerz da ist. Es ist trotzdem die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Ursprung des Schmerzes eine emotionale Altlast ist. And, good, okay. Oh, wait. Do we still have the mic? Oh, here we go. Yeah, pass that down. Thanks. So, wenn ich alleine bin, when I am alone, I do this work alone, Yeah. kann ich auch pendeln? Kriege ich dann die Antworten auch? Can't you with a pendulum get answers? Yes, yes. Yes? Yeah, you can use a pendulum, bobber, dowsing devices all work too. Ja, man kann mit Pendel oder auch mit einer Route kann man auch Antworten bekommen. Yeah. Danke. And then I think we had a question over here, right? Yes. Oh, wait. Ob er es zählt oder berechnet? Are you counting how often you go? Am I counting? Yes. I can't count very high, so I lose track a lot, but it's okay. Also er verliert sehr oft den Faden beim Wischen und er macht es dann einfach mehrmals. Yeah. This is not rocket science. Das Okay? ist nicht wirklich Raketenwissenschaft. It's way easier than you think. Es ist eigentlich viel, viel einfacher, als man es erwarten würde. People have often said to me at seminars, you know, this just seems too easy. Also ich höre oft an Seminaren die Rückmeldung, das scheint mir einfach zu einfach zu sein. And my answer to them is always, well, I can make it more difficult for you if you'd like. Und meine Antwort jeweils darauf ist, ja, wenn du willst, kann ich es für dich schon etwas komplizierter machen. Thank God, healing is actually a simple thing. Aber Gott sei Dank ist das Heilen eigentlich wirklich etwas Einfaches. We've been lied to for a long, long time, but no longer. Und We're wir waking wurden up. während langer Zeit angelogen, aber das soll jetzt nicht weiter so sein. Wir wollen aufwachen.
So, let's see what time it is. Any other questions? Maybe one more? Go ahead. Noch eine Frage. Also was ist der Unterschied zwischen einer Herzmauer und einem verschlossenen Herzen? Well, you know, I think that people know if their heart is, if they've closed off their heart, they know it, but most of the time people don't know if they have a heart wall. I mean, they have no Der idea. Unterschied ist vielleicht, dass meistens die Leute wissen, dass sie ihr Herz wie verschlossen haben, aber wenn jemand eine Wand um das Herz herum hat, dann wissen die Leute das oft eben nicht. Sometimes people will close their heart and it's a conscious thing, Manchmal ist es wirklich eine bewusste Entscheidung, das Herz zu verschließen. and they may not have a heart wall, Und diese Person hat dann vielleicht gar keine Herzmauer. but if the heart wall is released, it opens your heart. Aber wenn dann die Herzmauer befreit wird, dann öffnet sich dann eben das Herz. Also die Frage ist, ob man es dann wie mehr als Blume sieht, dass das Herz sich Ja. dann wie eine Blume öffnet. Yeah, well, it's oftentimes the wall is just keeping it, you know, Aber eben- crushed, kind of keeping it closed. Aber eben die Mauer question. macht das Herz dann, bewirkt dann schon, dass das Herz wie verschlossen ist. And we're out of time, so we'll see you all tomorrow, Und right? wir sehen uns ja morgen. Thank you all. Thank you. Thanks for coming. Das ist wieder.